Wir wissen aus dem letzten Kapitel, wie wir den Abfall überhaupt in ein Kreislaufsystem reinbekommen. Jetzt müssen wir noch schauen, wie kriegen wir den eigentlich wieder an den Anfang vom Kreislauf und wie können wir daraus neue Produkte machen. Dazu gucken wir uns jetzt an, welche Arten von Recycling es gibt. Und zwar gibt es da 3. Das erste, was wir eben schon mal so ein bisschen kennengelernt haben, ist das mechanische Recycling. Also das, was wir mit der Wasserflasche beispielsweise, ihr erinnert euch, machen können. Wir sammeln nicht kontaminierte Abfälle oder dekontaminierte Abfälle, wie auch immer, saubere Abfälle, schreddern das klein und mit diesem geschredderten Abfall können wir neue Produkte herstellen. Sehr energieeffizient. Wenn ich in etwa weiß, wo mein Material herkommt und nicht so riesenhohe Anforderungen habe wie im Medical-Bereich, dann kann ich daraus neue Autostoßstangen oder, wenn ich es ein bisschen genauer weiß, eben auch Wasserflaschen machen. Und habe damit eine tolle Kreislaufführung auf einem sehr kleinen Kreis. Was man aber im Hinterkopf behalten muss beim mechanischen Recycling ist, der Werkstoff degradiert. Der wird also mit jedem Zyklus ein bisschen schlechter, verliert seine Eigenschaften. Und natürlich habe ich auch Vermischungseffekte, weil der Abfallstrom, das ist ja in der Regel nicht nur aus einer Sorte Kunststoff von einem Hersteller, sondern ein Mischmasch. Das heißt also, da sind auch Inhaltsstoffe drin. Da weiß ich nicht unbedingt, was genau drin ist. Das heißt, industrielle Anwendungen, teilweise Food-Anwendungen, das geht gut. Medical, sicherheitsmäßig kritisch. Ich kriege es einfach nicht dokumentiert und weiß nicht, ob das sicher ist, was da alles reingekommen ist. Das heißt also, auch wenn ich vielleicht den Trinkbecher noch hinbekomme im Medizinbereich, das chirurgische Instrument, das bekomme ich damit nicht mehr hin. Das heißt, wir müssen uns andere Recyclingverfahren angucken, wenn wir einen Medical Grade in recycelt haben wollen. Und da kommen wir dann in erstmal das Monomer-Recycling. Monomer-Recycling ist nach dem mechanischen Recycling der nächstbeste Recyclingkreislauf, den wir kennen. Es ist ein chemisches Recyclingverfahren. Und was heißt das? Im Gegensatz zum mechanischen Recycling haben wir hier nicht das Problem des Downcyclings. Denn das chemische Recycling ist dadurch gekennzeichnet, dass wir den Kunststoff zerlegen und aus diesen Bruchstücken, die wir daraus machen, nochmal ganz neuen Kunststoff zusammensetzen. Der hat dann wieder die gleichen Eigenschaften wie ein sogenannter Virgin-Kunststoff, der also frisch aus Erdöl oder Biomasse hergestellt wurde. Mit dem Vorteil, dass eben kein frisches Erdöl bzw. keine frische Biomasse dafür genutzt wurde. Kleine Nachteile hat es natürlich auch. Es ist energieaufwendiger als das mechanische Recycling, wo wir nur schreddern und neu in Form bringen. Und je nach Verfahren kann es auch sein, dass die Ausbeuten deutlich schlechter werden. Aber da gibt es eben ganz, ganz große Unterschiede und die hängen auch davon ab, welchen Kunststoff man recyceln will. Das gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. Und zwar unterscheiden wir beim chemischen Recycling danach, wie groß eigentlich dieser Kreislauf ist, den wir da schließen. Der mechanische Recycling-Kreislauf, wenn wir den hier im Schaubild mal uns anschauen, der hat einen ziemlich kleinen Kreislauf. Ich gehe direkt vorne wieder in die Kunststoffverarbeitung rein. Das ist sehr energieeffizient, wie wir eben besprochen haben. Der chemische Recycling-Kreislauf, da gibt es im Grunde genommen 2. Der eine ist, wenn wir den Kunststoff nur zum Monomer zerlegen, also das Polymer zu seinen kleinen Bausteinen, die reinigen, wieder neu zusammensetzen und wieder ein Polymer haben, was wir verarbeiten können. Das geht mit enzymatischen oder aber auch katalytischen Verfahren. Das ist sehr energieeffizient und hat auch eine hohe stoffliche Ausbeute. Das heißt, da können wir aus einer Tonne Biokunststoff oder anderen Polyestern sicherlich 900 Kilo wieder rausholen, teilweise sogar noch mehr an chemisch rezykliertem Material. Und das mit einem Fußabdruck, der so roundabout die Hälfte dessen ist, was ein Neuherstellen bedeuten würde. Das ist also durchaus ein tolles Geschäft aus Nachhaltigkeitssicht. Wir haben also viel weniger CO2, es ist wirtschaftlich, es ist energieeffizient, ich habe eine hohe Ausbeute. Das ist cool. Und vor allem daraus kriege ich wieder ein Medical Grade raus. Das ist übrigens auch das, was wir mit unseren MedEco-Varianten machen können und wo wir entsprechend auch Rezyklatvarianten anbieten. Es gibt noch eine andere Option, und zwar ist das eine Pyrolyse, die wir zum chemischen Recycling nutzen können. Die funktioniert zum Beispiel bei unsortierten Kunststoffabfällen. Das kann ganz praktisch sein. Und die funktioniert für, ich sag mal, nicht Polyester-Kunststoffe, also beispielsweise für Polyolefine wie PP oder PE. Da wird dann unter einem hohen Druck und einer hohen Temperatur das Material pyrolysiert, also mit Gewalt zu kleinen Stücken zerschlagen. Und
Das ist natürlich so, dass wir da einen relativ hohen Energieaufwand haben durch die hohen Temperaturen und Drücke. Und dabei entstehen eben alle möglichen Sorten von Spaltprodukten, also auch sehr viele Nebenprodukte, die sich nicht mehr dazu eignen, einen neuen Kunststoff daraus zu machen, sondern die dann eben vielleicht nur noch als Brennstoff taugen oder sogar kompletten Abfall ist, wie Char beispielsweise. Und das führt dazu, dass wir Ausbeuten haben, die heutzutage unterhalb von 50% liegen, von dem, was man an Kunststoffmüll reinsteckt, und einen hohen Energiebedarf. Und man fällt mit dem, was rauskommt an Pyrolyseöl, eben auch wieder auf die Ebene von Rohöl zurück, muss also viel mehr Schritte zur Kunststoffherstellung nochmal neu durchführen. Das heißt also, im chemischen Recycling gibt es ganz unterschiedlich effiziente Pfade, die wir gehen können. Und welchen wir gehen, das hängt davon ab, welchen Werkstoff wir nutzen. Was wir eben gelernt haben, war ja, dass eine medizinische Qualität im chemischen Recycling wieder möglich ist. Und wenn wir ein Recycling durchführen wollen, das auf demselben Qualitätslevel läuft, also wo ich wieder einen Medical-Grade-Kunststoff rausbekomme, aus dem ich dann mein OP-Instrument machen kann oder meine Primärverpackung für medizinisch kritische Produkte, dann brauche ich Werkstoffe, die sich sehr effizient chemisch recyceln lassen, wie unsere MedEchos beispielsweise. Das sieht übrigens ganz anders aus als bei Lebensmittelverpackungen. Da wären Polyolefine total gut, weil die sich extrem häufig und gut mechanisch rezyklieren lassen. Da habe ich also ein anderes Anforderungsprofil und wir sehen, je nachdem, wo ich wieder rauskommen will bei der Qualität, sind andere Werkstoffe günstig. Ja, ich hoffe, ihr habt viel gelernt über das Thema Kreislaufwirtschaft im Gesundheitssystem. Das Thema, wie können wir Müll eigentlich klassifizieren? Wie können es die Krankenhäuser so trennen, dass es nicht zu viel Aufwand wird, aber gleichzeitig hohe Recyclingquoten ermöglicht? Was machen eigentlich die Entsorger damit und wie bekommen wir das Ganze als Rezyklat wieder in neue Produkte und Verpackungen rein? Wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch bei mir. Ihr könnt einen Termin buchen, ihr könnt eine E-Mail schreiben, was auch immer euch bequem ist. Und ich freue mich darauf, dass wir das mal diskutieren an euren Produkten. Und damit können wir die Umwelt und das Gesundheitswesen ein ganzes Stück nach vorne kriegen. Da freue ich mich drauf. Und bis zum nächsten Wissenssnack. Macht's gut!